Märklin hat ein neues Personenzugset auf den Markt gebracht unter der Nummer 40360 als Neuheit jetzt, kurz vor Weihnachten. Ich halte immer Ausschau nach den alten 4036er Wagen der italienischen Staatsbahn, habe da bis jetzt aber nur einen einzigen bekommen, der in einem guten Zustand mit Packung noch einigermaßen bezahlbar war. Habe damals, glaube ich, 35 € dafür bezahlt. Wenn die Wagen in Ordnung sind, werden sie zwischen 40 und 100 € das Stück angeboten. Dann ist meistens auch noch eine Packung dabei, das war mir aber bis jetzt zu viel. So habe ich mir dieses Vierer-Set jetzt hier besorgt, habe 152 € dafür bezahlt, damit war es dann glücklicherweise sogar versandkostenfrei. Und für 4 alte Wagen hätte ich in einem guten Zustand da wesentlich mehr bezahlt. Unter der Nummer 30350 hat Märklin auch die passende Lokomotive hier neu auf den Markt gebracht, ausgerüstet mit MFX-Decoder und so weiter. Da ich aber die alte 3035 habe, bei mir hier in der zweiten Variante, gebaut von 1968 bis 1978 und diese auch selbst schon mit dem Digitaldecoder ausgestattet habe, war das für mich jetzt keine Option. Die Lokomotive entspricht wohl exakt dem neueren Modell. Das heißt, Märklin hat hier wahrscheinlich einfach die alten Formen genommen, sodass für mich hier keine Notwendigkeit bestand, auch die Lokomotive auszutauschen. Hier haben wir ein Bild von dem neuen Modell, der 30350. Hier ist meine 3035, wie gesagt, zweite Variante, 68 bis 78 gebaut. Und hier nochmal das Originalbild aus dem damaligen Märklin-Katalog. Und hier haben wir dann die Originalpackung des italienischen Schnellzugwagenset Tinplate von Märklin, die 40360 im Vierer-Set, und die Wagen sind hier in den Packungen von 1 bis 4 sozusagen durchnummeriert. Die Packung enthält dann einen Erste-Klasse-Wagen, 2 Zweite-Klasse-Wagen und sozusagen als kleines Zusatzschmankerl einen Gepäckwagen, der jetzt sozusagen neu dazugekommen ist, denn den gab es in den 60er und 70er Jahren zu den passenden Personenwagen damals nicht. Hier habe ich dann meinen Original 4036er Wagen. Dieser stammt aus dem Jahr 1960 und hat hier noch die alte schöne grüne Packung, und am Preisschild kann man erkennen, dass er damals 5,75 Mark gekostet hat. Und hier der Wagen nochmal von der Seite, und hier kann man erkennen, dass der Wagen für sein Alter von 62 Jahren mittlerweile noch ziemlich gut in Schuss ist. Aber leider sind Wagen in dieser Qualität nur recht teuer zu bekommen. Und dann ist es so, dass die Wagen nicht nur in den Packungen durchnummeriert sind, sondern sie sind auch mit einzelnen Wagennummern versehen. Oben habe ich meinen alten dunkelbraunen Wagen, man kann das ein bisschen an der Farbe erkennen, und dann sind die Nummern von dem Erste-Klasse-Wagen, darunter die beiden Zweite-Klasse-Wagen, und die untere Nummer ist von dem Gepäckwagen. Und so dass es sich ergibt, wenn man den alten Wagen noch in den Zugverband integriert, dass wir hier 5 verschiedene Wagennummern haben. Und hier kommen wir dann zu den Unterschieden der Wagen. Auf der rechten Seite der alte Wagen, eher in einem dunkelbraun gehalten, auf der linken Seite wird das Ganze eher rötlich. Hier im Bild ist dann der neuere Erste-Klasse-Wagen. Ansonsten entspricht die Bedruckung exakt der Bedruckung der alten Wagen aus den 60er Jahren. Und der einzige Unterschied am Wagenkasten unten ist, dass bei dem alten Wagen das obere Trittblech in schwarz gehalten ist, und bei den neuen Wagen ist das obere Trittblech überall in diesem leicht rötlichen Braunton mit eingefärbt. Das kann man hier auf dem zweiten Bild sogar ein bisschen besser erkennen, und der größte Unterschied für mich in der Optik besteht nicht nur dann in der Farbe, sondern in dem Wagendach. Leider hat Märklin hier nicht die alten Wagendächer vom 4036er Wagen übernommen, sondern hat ein anderes Dach oben aufgesetzt, und dieses ist zum Rand hin dann mit einem relativ schmalen braunen Streifen noch bedruckt. In der alten Variante ist der Farbunterschied wieder dann zum dunkelbraun, und der braune Streifen geht ein ganzes Stück mehr zur Dachmitte hin. Aber für mich ist dieses Muster eigentlich das Ausschlaggebende, weil dieses Rastermuster auf dem Dach fand ich immer sehr markant und hat mir unheimlich gut gefallen. Und bei dem neuen Wagen wirkt der Wagen jetzt insgesamt durch dieses andere Dach für mich wesentlich blasser und nicht mehr so markant. Das Ganze ist natürlich eine Geschmackssache. Wenn man die neueren Wagen zuerst gehabt hätte, hätte man vielleicht gesagt, oh, was ist das für ein komisches Muster auf dem Dach bei dem alten Wagen. Aber jeder, der den alten Wagen kennt, denke ich mir, ist nicht nur die Farbe das Entscheidende, sondern ich glaube, dass man auch mit diesem Rautenmuster auf dem Dach oder Gittermuster auf dem Dach sofort wusste, das ist der alte italienische Wagen.
Und hier haben wir dann die Wagen nochmal hintereinander. Die Lokomotive auf der rechten Seite entspricht vom Farbton eigentlich sehr gut auch dem alten Wagen. Die neue Lokomotive habe ich jetzt natürlich nicht als Vergleich. Es ist durchaus möglich, dass die neue Lokomotive auch eher diesen rötlichen Braunton hat. Die Fotos, die ich gefunden habe, sind mal heller, mal dunkler. Konnte das nicht genau definieren, welche die neue Lokomotive dann im Original hat. Wenn die Wagen hinten angehängt sind und der Zug hier auf der kleinen Bahn unterwegs ist, fällt das Ganze nicht weiter ins Gewicht. Und ich bin froh, dass ich meinen italienischen Personenzug sozusagen hier komplettieren konnte. Ich werde zwar immer noch mal nach den alten Wagen Ausschau halten, um zu gucken, ob es da irgendwann mal eine Gelegenheit gibt, was günstiger zu bekommen, was im guten Zustand ist. Aber ansonsten, glaube ich, ist mein italienischer Zug hiermit mehr oder weniger komplett. Für mich das größte Schmankerl ist eigentlich der Gepäckwagen, der hinten anhängt, weil es den so nicht gegeben hat damals. Das finde ich eine sehr schöne Ergänzung, mit der ich jetzt eigentlich nicht gerechnet habe. Die Wagen sind dann übrigens auch alle wieder ohne Inneneinrichtung, genau wie der alte Wagen. Kann mir dann hier wieder überlegen, ob ich eine einfache Inneneinrichtung reinsetze, aber da fehlt mir im Moment die Zeit dazu. Deswegen ist das, wenn das irgendwann stattfindet, für später aufgehoben. Mein Fazit für mich: Ich bin froh, dass ich so ein Paket bekommen habe, meinen Zug hier komplettieren konnte und lassen jetzt hier nochmal über die Anlage fahren. Und das war es dann hier mit meinem Video über die Tinplate-Personenwagen der italienischen Staatsbahn, neu aufgelegt von Märklin in 2022. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.